two regular armies. Lieutenant! Well, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're beat. Why they look so sullen? They're wondering why we haven't killed them yet. There's no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy actually seems to know what he's doing. あなた方の階層と名前を名乗ってください。第44大部隊所属兵だ。貴様、何様だと思ってるんだ。 See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. Do you know why we are fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the U.S. because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? Der Seidenstrumpf-Mörder. Ah, Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Yeah, my real name. You can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to handle who thinks that Mendez case is hope. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another sinner. Ein weiterer Mord mit einer weiteren nackten Dame. Naja, gut. Oh, was? You have the address? It's the alley off Aliso between Los Angeles and Alameda. You're kidding. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky, Phelps. Most guys would kill to land a case so close to their deaths. Yeah. It means they can pop in to hit the office supply of hooch whenever they need it. You know, that ain't a bad idea. That is not a bad idea at all, Phelps. Any Central Unit, car 16L reports a possible jumper at 8th and Hope, the Methodist Church. Unit to handle code 2 identified. Ja, wir machen jetzt erstmal keine weiteren Nebenaufträge, sondern wir fangen erstmal damit an. So, irgendwo hier in der Alley. Oh Gott, hier. Tatort. 1 Uhr. Also 13 Uhr. No parking. Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. Oh, for Christ's sake. Brothers, Pinker. Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you. When you're ready. Okay, sie hat auf jeden Fall irgendwas in der Hand. The lacerations on the neck would indicate a great deal of force. Ist da gerade Blut rausgespritzt? Was? Kiss the blood, BD. Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. Gott, das war aber auch kein schöner Anblick. Küsst das Blut, BD. Kiss the blood, BD. Black Dahlia. Stadtbücherei, Antonia Hill Street, geboren 7. Juli 26. Only 21 years old. But why the library card? Did he want us to find it?
The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered, Yeah. We know the MO. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. Okay. Hallo? Ist dieser Seidenstrumpf oder was? If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. Okay. Sie wurde ja auch hier irgendwie lang geschliffen, ne? Also zumindest habe ich auch im Intro das gesehen. Was bist du? Naja, unwichtig. So, wir verfolgen einfach mal die Spuren. Also, hier endete es. Da liegt da eine May Mütze. as well follow the trail. Da liegt da eine Mütze. Ein Hut. Aha. Antonia. Antonia. Huh. Same as the library card. So, die Tür. Okay, Tür ist unwichtig. Gut, dann verfolgen wir mal kurz die Spur. Geht ja anscheinend noch ein bisschen weiter. So, blub, blub, blub. Blub, blub. Ach du heilige Scheiße, was ist denn hier los? Ein Damenschuh. Nein. Ach, man, Phelps. Entschuldigung, ich habe ja nicht gesehen, dass da was anderes drin liegt. Proximity to the scene, plus the bloodstains. No way is this coincidence. So. Alter, wieso spritzt denn da oben Blut lang? Oh, hier geht's weiter. Du Scheiße. Ist das ein Puzzle? Oh, da hinten hat's geblinkt. Da hinten hat's geblinkt. Da blinkt's wieder. Da hängt irgendwas. Morgen! Wir kennen uns doch auch irgendwo her. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. Ah ja, okay, das ist unwichtig. So, da hängt eine Kette oder sowas. Ein Schlüssel. House keys, strung up like bait on a hook. Okay, nehmen wir einfach nicht mit. Alles You klar. think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that brazen son of a bitch. Hat da wieder was geblinkt? Für einen Brief. That's got to be a code or a cipher. 253, okay. Hä? Where are you taking us? Ja, okay, achso. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also er wird ja wohl schlecht mit der Leiche hier oben oder hier runtergelaufen sein. War das hier wie bei Batman. Da liegt da wieder ein Brief. Mr. A. Wer? Mrs. A. Maldonado. Also Antonia Maldonado heißt sie. Empty. Where is all of this meant to be taking us? Was bei was? Was stand da drauf? Clearly wants us to find these things. He's left them for us.
There you go, Phelps. You got a new MO. I told you it wasn't my guy. Or he might just be getting more confident. Okay, hier liegt wieder was rum. Enameled and gold-plated. This was precious to her. Aha. So. Okay, also jetzt hört's auf. Trail points up. Ja, wie macht er denn das? Vor allen Dingen, wo hat er das ganze Blut her? What the fuck, hier ist ja noch mehr. Da ist der Wedding Ring. Pulled from the finger and hung up here. What's the significance? Okay, ich bin verwirrt. Offiziell und eindeutig verwirrt. Ach, okay, er hat's mit Farbe gemacht. Oh, warte. Ah. Looks as though the killer was decorating with this. Okay, und mir will niemand erzählen, dass es dafür keine Zeugen gibt? Also es ist ja eine Arbeit von nicht gerade ein paar Sekunden. Da musst du ja richtig viel Arbeit investieren. Ach, hier ist die andere Seite. Son of a bitch wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. Okay, also wir haben immerhin schon mal den... Halt, da ist noch ein Schlüssel drin! Okay, der Rest ist jetzt unwichtig. Halt, was ist das für ein Auto? Komm, wir nehmen uns mal ein anderes Auto. Ah, neues Auto, sehr schön. Antonias Wohnsitz. So, ist er da? Nein. It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so then there's a husband we should be looking for. Get him, we've closed the case. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? If he's got a confession. And, you know, there's ways of getting it. I'm sure. Okay, dieses Auto ist nicht das schnellste, was wir hier gerade haben. Entschuldigung. Gently. Mein Fehler. Okay, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also es waren jetzt wenig Hinweise auf den Täter, sondern es war ja immer nur quasi, naja, so eine Schnitzeljagd auf das Opfer. Und denn? Da drüben, oder was? Nee. Ach, hier. Antonias Wohnsitz. 1:18 Uhr. Also 13:18 Uhr. Was für ein Boardinghaus? No pets allowed. Please see housekeeper within for vacancies. Alter, 15 Cent für ein Bett, 35 für den ganzen Raum. Krass. Wait just a moment! 20,000 pounds of highly dangerous metallic sodium. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPenta, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. To the parlor. Schön. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh, no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone.
Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, ma'am. Okay, ich wollte gerade sagen, wo läufst du lang? Also, eines ab. What are we waiting for? Na, komm doch! So, Room 5, wissen wir ja. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? A smashed window explains why the place looks tossed. Okay, draußen liegt noch was. Ja, okay. Mrs. Antonia Isabel Maldonado C.O. Parsons. Bla bla. Antonia, Bezug nehmend auf meinen Brief vom 7. August möchte ich Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, dass Ihr Gesuch auf den obersten Gerichtshof des Staates von Kalifornien angenommen und ein Gerichtstermin angesetzt wurde. Ihr Fall Prozesslistennummer wird am 17. September angehört werden. Ich wurde darüber informiert, dass Ihrem Ehemann Angel Christopher Maldonado, wohnhaft in LA, die offiziellen Unterlagen wahrscheinlich übersandt wurden oder so, zugestellt wurden und dass ein Erscheinen im zentralen Bezirksgericht am oben genannten Termin gewünscht wird. Obwohl es nicht notwendig ist und viele Frauen in ihrer Position sich dagegen entscheiden, würde ich Ihnen raten, am vereinbarten Termin ebenfalls im zentralen Bezirksgericht zu erscheinen. Meiner Erfahrung nach kann die Anwesenheit einer weiblichen Klägerin im Fall Ablauf positiv beeinflussen, wenn Ihr Ehemann am 17. September nicht erscheint, was Ihrer Aussage nach wahrscheinlich ist, kann das nur unsere Chancen verbessern. Ja, Frederick, mit freundlichen Grüßen hier. Okay, we have an address. Tattersall, LLB, ja. Ganz viele Abkürzungen und schöne Sachen. Was haben wir denn hier noch rumliegen? Ein Bild. Ah ja. Okay, das ist ein bisschen Charm gruselig. bracelet wasn't among the crime scene evidence. Achso, er geht aufs Bracelet. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie ein bisschen strange, dass die so nah rangezoomt haben. Achso, halt, warte mal. Kann man hier noch was machen? Nein, kann man nicht. Okay. Ich habe gedacht, wir können irgendwie noch hinter das Bild gucken oder so. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz hier auf dem Balkon. Genau. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ja. So someone broke in using this thing instead of a crowbar. Wonder where it was taken from. Okay. War jetzt zufällig noch irgendwas? Also hier sind die Scherben. So, er muss ja... Na gut, links oder rechts? Eigentlich Banane. Er muss sie dann hier ins Auto geschleppt haben. Okay, keine Ahnung. Ich will's nicht wissen. Gibt aber leider kein Blut oder sowas. Auch oben in der Wohnung war wenig bis gar kein Blut, ne? Ja, na gut, wir reden mal mit ihr hier. Hallo. Ach, We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, Detective. I'll do my best. Okay, mögliche Verdächtige. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife to serve me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. Okay, ja. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. Okay, danke. Bewegungen des Opfers. Also das klingt immer noch verkehrt. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea.
She was a good girl, but she didn't confide in me. Oh. Oh, was? Okay. Ich glaube schon, dass sie ja... Ja, komm. Come on, Mrs. Lepenti, you must have some idea. Maybe a movie? Maybe church. She was a very religious girl. Gott, ich verstehe es nicht. Warum sagt sie mir denn nichts? Sie hat doch nichts davon. You've had a break-in? No. That can't be true. You're being economical with the truth, Mrs. Lepenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about. Blutspur, Blub, zerbrochenes Fenster. So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. I thought it might be a raccoon at the milk bottles. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Okay. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Ja, das ist ja auch eine... Das ist ja auch gelogen. Foto eines Armbands. What about her bracelet? I don't know anything about a bracelet. Was ist denn das für eine Alte? Sie sagt überhaupt nicht die Wahrheit. Foto eines Armbands. In her wedding photo, she's displaying a charm bracelet. That thing? She never wore it. He gave it to her. She always kept it in that wooden jewelry box. Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. I've said it right from the start. We should come down hard on the husband. Let's check his place out. Ja, alles gut. So. Kann ich denn das Bracelet jetzt noch finden? Halt, links. Irgendwo muss doch diese Bracelet sein. Also hier ist nur das Foto. Hier ist nur das Foto. Get away. Der Koffer. Okay, kein Bracelet. Oh. Boah, bin ganz erstaunt, dass der Kollege tatsächlich mit nach oben kommt. Ich habe gedacht, er sitzt schon wieder gelangweilt im Auto. Also die... Was ist da drüben eigentlich passiert? Das ist ein alter Fall von uns? Naja. Also die Alte, warum die überhaupt nie die Wahrheit erzählt hat, außer ich glaube beim allerersten Mal. Aber ansonsten, 75% waren nicht wirklich richtig, was er erzählt hat. Das ist für jemand, der mit diesem Wort... Anything to the divorce angle? I've been through 3, though. No big deal. After a while, you just numb yourself to the experience. But Angel, he's a young Latino man. It would hurt his sense of who he is. He'd see himself as a failure, a woman taking control over his life. Then she fronts him and he snaps. Works for me. That makes Angel a killer as well as a piece of shit. Ja. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ist übrigens auch nicht wirklich weit weg, ne? Also dafür, dass sie sich getrennt hat und er gewalttätig ist, wohnte sie nicht wirklich weit entfernt von ihrem alten oder noch Ehemann. Maldonados Wohnsitz. Gucken wir mal, wo er wohnt. Hiller... Stand da Hiller oder? Maldonado is in apartment 304. Hillier. Ich habe tatsächlich erst was ganz anderes gelesen. 304 hat er gesagt, ne? Okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es weiter oben sein muss. 2, okay, dann ist das nach Etagen sortiert und dann die 4.
Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Kämpfen wir jetzt? Ich hab vergessen, wie man kämpft. Ich weiß nicht, wie man ausweicht. Alter! Help. Damn. They got some decent shots in there. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh, God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! You think I'd kill my own wife? We should get the whole place going over, then talk to the neighbors. Das bleibt zu klären. Das wollte ich eigentlich sagen. Nachbarn befragen. I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Finbar. Okay. Incidental. Incidental? Oh. Ein neues Wort gelernt. Gibt's denn? Alter, Hauptsache hat ein Basie erstmal schön am Bett stehen. Ey! Nein! Get away! Any ideas? Search the place. Just one solid piece of evidence and this is done. Hä, ich bin ja dabei. Da liegt übrigens auch dein Hut. Er war die ganze Nacht mit seinem Bruder hier, aber es gibt nur ein Essen. Just what? Just picked Obstmarkt. Just picked fruit market. I wonder if Angel gets all his groceries from this place. El Dorado. The El Dorado. Ach so, okay. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum manchmal diese Bars wichtig sind und manchmal nicht. Also in dem Fall verstehe ich zum Beispiel nicht, warum die Bar hier wichtig wird. Da ist Blut. This will take some explaining. Okay. Hauptsache hier hat einfach jeder Mensch ein blutiges... Maybe one of the neighbors took notice of Angel's movement. Ja. Got no alibi. Irgendwas Blutiges zu Hause rumliegen. Also bei mir gibt es wenig Sachen, die blutverschmiert umherliegen. Gut, dann gehen wir mal die Nachbarn ab. What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Okay. No good. Nobody here. Jo, hab ich mir fast gedacht. Weil ich mich so... Hey, sorry about that. I'm playing with my kid. LAPD, were you here last night? Yeah.
My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Ich frage mich, wie groß diese Wohnung da sein muss. Weil das kann ja nur ein Einraumzimmer sein. Gut, letzte Chance hier anscheinend. Oh, eine Frau? Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here, and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. The hired help at the El Dorado might have seen the broad the night she died. Maybe the regulars, too. We should check it out. Hä, warum? Also entweder habe ich was überhaupt nicht mitgeschnitten, aber warum ist denn jetzt dieses El Dorado so wichtig? Warum laufe ich hier hin? Ach Quatsch, Mann, ich muss ja noch eins runter, sorry. Das geht mir gerade nicht aus dem Kopf. Ja, gut, okay. Also es gibt einmal diesen Fruchtmarkt, ja. Den Obstmarkt und einmal das El Dorado. Hey, Policeman. Hallo? Hallo? Ich kann nicht ins Auto steigen. Was ist denn mit diesem Spiel heute los? Okay. Wir fahren erstmal zum Obstmarkt. Und gucken uns da erstmal ein bisschen um. Sorry, ich habe keine Zeit. Nochmal eine knappe Kiste. Und nochmal eine knappe Kiste. Hat nicht gereicht. Dann gucken wir uns mal kurz dort um. Okay, da war irgendwie Polizeisperre auf der anderen Seite. Da hinten. Shut. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. Aha, okay. Wir werden dieses Auto nicht benutzen. Ich will es nur für meine Sammlung kurz haben. Alles gut, können wir aussteigen. War alles super. Alles safe da drin. Na gut, dann fahren wir in die El Dorado Bar. Macht auch deutlich mehr Sinn, mittags in eine Bar zu fahren. Ach, die ist ja gleich daneben an. Als in den Obstmarkt. Hä? Ach. El Dorado Bar. Ja, na klar, hier ist rappelvoll alles. What can I get you? LAPD. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah. Me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. So what did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. But she was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. Say, honey, what time did you get off waiting tables? Angel Maldonado, persönlich. Also für ihren Ehemann? Was ist das denn? LA County, Stadtkammer. Antonia Maldonado hat am 8. des Monats August den Antrag beim Kammergericht des Staates Kalifornien eingereicht, mit der Hoffnung, dass die darin dargelegten Gründe sie aus dem Bund der Ehe mit bla bla, den sie mit Angel eingegangen ist, entlassen. Okay.
Wir legen hiermit fest, dass der benannte Beschuldigte Angel Maldonado unter Nichtberücksichtigung jeglicher Geschäftsmöglichkeiten und anderen Verpflichtungen am Mittwoch, dem 17. September, wissen wir, persönlich vor dem zentralen Bezirksgericht im Kammergericht des Staates Kalifornien zu erscheinen hat, um sich zum durch die benannte Antonia Walter eingereichten Antrag auf Ehescheidung aufgrund von Grausamkeit zu äußern und, falls vorhanden, Gründe darzulegen, warum dies nicht so ist, benannten Klägerin und Ehefrau Antonia nicht aus dem Bund der Ehe entlassen werden sollte. Bezeugt durch den ehrenwerten Richter des besagten Gerichts von Kalifornien, Earl Branham, am 11. August 47, unseres Herrn Protonator? Divorce papers. Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was gonna show him. Okay. A waitress. Can I have another spoon? Okay, fehlender Schmuck. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Will das mir nicht sagen? Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Sie schien abgeneigt? Ja gut, weil der bei ihr Boy da arbeitet. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was gonna serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. Okay, ja. Klingt plausibel. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. Where's that goddamn waitress? Okay, Broad 9, nicht unser Mann. So, zum Fruchtmarkt. Willst du mich verarschen? Das Ding hat er jetzt nicht wirklich offen. Ja, ja. Immer noch nicht offen. Was machen wir jetzt als nächstes? Just picked Obstmarkt. Kann ich nicht hin. Eldorado war. Kann ich auch nicht hin. Warte mal, wir können ja ihn mal fragen. Help me out. The lady visited the El Dorado not 12 hours before she was killed. It's got to be worth working the place over. Was? Okay. Wir waren noch nicht fertig? So, how's your tuna fish salad? Okay, dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich vermisse übrigens auch so ein paar Zeitungen. You want a tip? Refill my coffee next time, honey. Was? You're a modest little person. Much to be modest about. Ja, außer Betrieb. Das hat er ja gesagt. You drove me up to Mulholland. Okay, das ist jetzt nicht der Tipp, den ich erwartet habe. A waitress. Can I have another spoon? Where's that goddamn Wo ist denn sein Assistent? Okay, hier arbeitet keiner. Okay, gucken wir uns mal kurz im Hinter... Sir, do you work here? Dings an. Sorry, pal, just making deliveries. From where? Just Pick Fruit Market across the street. Fruit Market delivers here? Yeah, sure does. The Mexes love a little slice with their tequila. We found a crate a lot like the ones you're wheeling there, except it was filled with booze. You know anything about that? What? No, we deliver all over the place, officer. Don't tell them where the boxes end up. Excuse me, I have to get on with this. Fine, thanks.
Ach, hier sind die Kisten wieder. Just picked fruit market. That's where Antonia went to call for a cab last night. Ja, danke, Phelps. Danke. Oh, danke, danke. So, jetzt können wir aber immerhin schon mal telefonieren. Warum auch immer wir das machen sollten. Ist hier noch irgendwas? Nein. Wir suchen uns das Telefon und telefonieren. Ich weiß nicht warum, aber wir machen es einfach. Ich weiß wirklich nicht warum. Phelps, Badge Number 12. Phelps, Badge 1247. Mist. How can I help, Detective? Messages for me, please. Message from Captain Donnelly, Detective. Your presence is requested urgently at Central Station. A new letter from the Dahlia killer has been found. Thank you. Thank you. Ja gut, das erleichtert uns natürlich ein bisschen die Arbeit. Halt. Na okay. Weil wir ja nicht weiterkommen könnten. Außer wir haben irgendwas im... Hallo? Im Eldorados hier übersehen, was ich nicht glaube. Ist hier zufällig was drin im Mülleimer? Nein. Können wir hier einsteigen? Och, Phelps. Oh, jetzt kann ich wieder nicht einsteigen, bis der Vogel drin sitzt. Oh. Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters, Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now we sent another. I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. You seen the body? Fucking case is not really death. Hollywood. Every prom queen, every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted on the fucking sidewalk. Ja, das stimmt. Hier will jeder hin. So. Central. 12:17. 12:2:17. The captain is waiting for you downstairs with Pinker. Unten? Wo ist denn unten? I got the jitters again. No guns. Downstairs? Wo ist denn downstairs? They're waiting down in tech services, Phelps. Okay. Yeah, the bum took a swipe at me. Okay, ich folge dir einfach mal. Ach, da geht's auch noch runter. Hör auf. Und da drüben geht's gleich ins Krankenhaus, wa? Geil. Oh. Dum, 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 dum. Schön synchron. Gott, wer arbeitet denn hier? Technical Service. Boys, come on in. Phelps, have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all this fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Hab es mir anders überlegt. Wäre kein guter Deal. Fick dich, BD Tex. That's the message from the Celine Henry case. Boah, ist ja schon zu lange her. Seitdem ich diesen Fall gespielt habe. Deswegen weiß ich es gerade nicht. Kraft dieses Fluchs häuft Übeltaten auf. Und Gutes sei zu schauen, verdammt zumal. Da beides ewig wie der Weltenlauf, wie du und deine Einsamkeit voll Qual. Und scheinst du auch das Bild der reinen, erhaben ruhigen Macht zur Frist. Die Stunde kommt, da du musst scheinen, was innerlich von je du bist. Verbrechen häuft denn, die nicht Früchte tragen.
Und ewiger Spott soll dich durch Raum und Zeit einst jagen. Gott. Heap upon thy soul by virtue of this curse. Achso, ich habe gedacht, Phelps hat eine Idee. Ich habe keine. That's why we called you in. Do you think it's original? Not unless he's a genius. You like this nutjob's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley. Sure, I knew that. You see, Finnis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what has it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Angel Maldonado befragen. Ich würde wirklich gern erst zum Obsthandel fahren. Aber ich befürchte, der Obsthandel wird noch nicht Goddamn Harry thinks you could get fresh whenever he pleases. offen sein. Sind das die Entwickler? Obnoxious oaf. Kann das sein, dass das die Originalentwickler sind von diesem Spiel? Sir? Wahrscheinlich. Warten. Are you a spy? That bum took a swipe at me. I put him down with my sack. Unser Kollege hat übrigens immer noch nicht seinen Hut wieder. Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. Ja, das ist nicht ganz richtig, aber okay. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? She didn't stay long. Müssen wir das Notizbuch angucken. Also, blutiger Strumpf, bla bla bla, Schlüssel, Notiz mit ja, stimmt, das war ja auch noch. Zerbrochenes Fenster, Eisenpfosten, Scheidungsunterlagen, Foto eines Armbands, religiöse Halskette, fehlt. Blutiges Hemd, Alibi, Dinar, Anlage sehen wie Angel. Ja gut, anzweifeln würde ich auf jeden Fall. Wobei, eigentlich stimmt's ja, sie ist wahrscheinlich wirklich nicht lang geblieben, hat ihm die Scheidungspapiere gegeben und dann ist er abgehauen. Komm, wir setzen mal Intuition ein. Ja, ich hätte auch gesagt Wahrheit. What time did she leave? Maybe 1 o'clock. Wow, super. Ich wusste nämlich nicht, ob, ja, also klar, es endete im Streit. You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nisi. She pushed you too far, and you lashed out. I told you. I wouldn't accept a divorce. So, wo ist es denn? Schlüssel, Scheidungsunterlagen. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her down. She ran out. That's the truth. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? Oh Gott, Alter, hier hat einfach jeder verdächtige Schuhgröße 8. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Ja, ist glaube ich richtig. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. Okay, blutbeflecktes Hemd. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. What? Boah,
Oh, Buddy. Das ist doch richtiger Quatsch. Angel, I'm not gonna waste any more time on this. Give me something, or I'm gonna have you charged. My brother, Ippolito, he said some bad things about Antonia last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the El Dorado bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. One last question, Angel. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Ach, das erste ärgert mich. What a skunk. Ist ja klar, das hat ja die Nachbarin gesagt. Was ist denn hier irgendwie los? Warum steht denn hier ein Auto neben dem Auto? Ja, komm, nehmen wir uns mal das Ding. Ach, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. What's your read on Maldonado? I still like him for it. Seriously, that line about the guy at the fruit market making eyes at his woman? We'll get to the market and the guy behind the counter will tell us he saw Angel drag his old lady off into the night. This case will be shut like all the others. Tja, irgendwie so eine richtige Spur habe ich auch noch nicht, wer es hätte sein können. Also ich glaube nicht, dass es hier der Angel war. Also mir klar, es kann immer noch der Dahlia-Killer sein. So, wo ist denn dieser Obstmarkt hier, ne? Ist das Ding mittlerweile mal offen? Ach, jetzt ist er offen. Aha. Ist das nicht der Typ von eben? Ja, ist doch derselbe Typ. Okay. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Lockt. Andere Seite erstaunlicherweise auch. Okay, hier ist nicht wirklich viel. Hallo. Sir, I'm Wait, you look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? Also ich frage mich gerade, wann hat denn dieser Laden offen? Mittags auf jeden Fall nicht. Aber dafür bis Mitternacht oder noch später? She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Alibi des Ehemanns. Ach hier, das haben wir uns gar nicht aufgeschrieben. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Well, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. Okay, das kennen wir. Kontakt mit Opfer. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Na, das bezweifeln doch wir alle. Also das mit dem Taxi stimmt schon, aber der Rest nicht. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She hadn't been back until last night. Okay, kennen wir also. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Aha, okay. Ja, glauben wir. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Ja gut, es ist ja nur diese Tür da hinten wichtig. Ach ja, jetzt geht's auch auf.
No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Aber das wussten wir doch auch schon vorher. I got a call back to that universal phone line. Why cut someone who was already dead? It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during the war. Oh ja, stimmt. Obwohl, wir waren ja ein guter. Okay. Gibt's hier nicht irgendwelche Unterlagen? So what are we hiding in here? This thing needs a combination. Hör auf. Nein. 2, 5, 3 war's. Epheser 5,12, die Weiber. Was? Der Mann im Weibeshaupt, gleich wie auch Christus das Haupt in der Gemeinde ist. Wow. Sein. Okay, sorry. Ich hoffe, ihr konntet es lesen. Bei mir, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, gerade irgendeinen Anfall gehabt. Ja, also wir wissen natürlich, von wem es ist, ne? This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Ja, er wird natürlich abhauen. Clem! Natürlich haut er ab. Das ist doch so klar gewesen. God damn it, get after him, Cole! I'll try to shoot out his tire. Wish me luck. Alter Schwede, ist er fix. We should have grabbed him when we had the chance, Phelps. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Phelps, you gotta get me closer. Ja, sorry, ich kann nicht hexen. Strange that he'd leave a trail of blood right back to his own mark. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. Hey, Vorsicht. Wie bei GTA hier. It's almost too perfect, isn't it? There's no such thing as too perfect. Hit him, Cole. Spin him out. Alter Schwede. You're a sick man, Clem. You need help. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind them that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. The Silk Stocking Murder. Glanzleistung 5 Stars. Super. Alle Hinweise gefunden, 2 Fragen falsch, das ist aber okay. $11 Fahrzeugschaden, $10 Sachschaden. Wegen der Leiche auf Clem Finis Türschwelle könnte der Bezugsstaatsanwalt mit dem Gedanken spielen, ihn in die Gaskammer zu schicken. Ja. Ich war ein bisschen, naja, überrascht nicht, aber ich musste ein bisschen schmunzeln, als nach ungefähr 3 Überschlägen der Typ ganz entspannt ohne Kratzer ausstieg. Aber unser Chef hat ja gesagt, dass er noch in der Zentralklinik war, von daher, vielleicht kam die Blutung erst danach. Guter Fall und ich denke, diesmal haben wir auch den richtigen eingebuchtet. Und der Ehemann
Also doch Ehemann. Naja gut, ja, sie ist ja tot. Also, ich weiß gar nicht, der Witwer. Der darf nach Hause gehen. Freut mich. Und ein 5-Sterne-Fall. Super.